Schweres Gerät, höchste Präzision und eine Menge Risiko. Die Rettung eines historischen Denkmals beginnt. Die Autobahn A2 in Höhe des ehemaligen deutsch-deutschen Grenzüberganges Marienborn bei Helmstedt. Die Öffnung der Grenze im Jahr 1989 liegt viele Jahre zurück. Doch noch immer erinnern unweit der Gedenkstätte Wachtürme und Lautsprecheranlagen an diese Zeit. Hier wurden einmal 12.000 Fahrzeuge am Tag abgefertigt. Unweit der Autobahn steht auch eine Stele, die als Symbol der deutschen Teilung erhalten geblieben ist. Für eine laufende Fahrbahnsanierung soll sie abgebaut und nach ihrer Restaurierung an einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden. Diesen Auftrag hat die Firma Brammeyer erhalten, die am Standort in Schopsdorf die Vorbereitungen dafür trifft. Das Unternehmen verfügt nicht nur über unterschiedlichstes schweres Bergeequipment, sondern hat auch einen Autokran. Natürlich ist auch an den Abtransport der 8,70 Meter hohen, 2,20 Meter breiten und rund 1,7 Tonnen schweren Stele gedacht worden. Paulus Brammeyer und sein Team machen sich mit dem LKW auf den Weg zur Nachbarfirma ABP. Sie hat eine spezielle Konstruktion gebaut, damit die Stele während der Abbaumaßnahme nicht beschädigt wird. Später soll das Denkmal dann liegend auf dem Auflieger transportiert werden. Die Konstruktion wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich. Lassen wir uns also erklären, wie sie funktioniert. Im Grunde genommen ist es eine Stahlkonstruktion, die wie ein Sarkophag oder wie ein Transportgestell fungiert. Wir mussten dabei berücksichtigen, dass wir die Stele von unten abfangen können. Das heißt also, wir haben das Fundament adaptiert in dieses Gestell rein und daher kommen die Raummaße. Dem Projekt sind monatelange Vorbereitungen vorausgegangen. Grundsätzlich muss man wissen, dass die Stele äußerlich aus Duroplast besteht, ein Material, aus dem auch damals der Trabant gebaut wurde. Allerdings hat die Stele einen Stahlkern, nur weiß niemand, in welchem Zustand sich das Material nach so vielen Jahren befindet. Schon deshalb kommt dem Traggerüst eine besondere Bedeutung zu. Paulus Brammeyer beschreibt deshalb die Risiken, die mit dem Abbau des Denkmals verbunden sind. Ja, wir haben jetzt hier die Besonderheit, dass wir die Stele nur von außen begutachten konnten. Also was uns jetzt als Unternehmen betrifft, um das Ding abzubauen. Wie es natürlich da drin aussieht, wissen wir nicht. Und deswegen versuchen wir uns so gut wie möglich vorzubereiten, dass die Stele schadensfrei abbauen können. Was natürlich jetzt für uns vorbereitungstechnisch ein bisschen größerer Aufwand ist, weil wir halt nicht wissen, wie das Ding von innen vom Zustand her ist. Endlich geht es los. Von Schopsdorf nach Marienborn sind es rund 80 Kilometer. Nur sind die Witterungsverhältnisse an diesem Abend nicht optimal. Es herrschen eisige Temperaturen. Im Autoradio wurde Schnee gemeldet. Beim Eintreffen an der A2 wird deutlich, wie komplex der Abbau und auch der spätere Abtransport der Stele tatsächlich werden wird. Die Firma Brammeyer ist mit mehreren Spezial-Lkw und vielen Mitarbeitern ausgerückt. Und neben dem eigenen Autokran ist sogar noch ein weiterer Kranwagen eingetroffen. Jahrzehntelang hat die Stele an dieser Stelle Wind und Wetter getrotzt. Und es gibt wohl kaum jemanden, dem sie an der A2 noch nicht aufgefallen ist. Also ich bin ungezählte Male an diesem Denkmal vorbeigefahren und muss ganz ehrlich sagen, wie ich das erste Mal dann da vor Ort war, in diesem gesperrten Bereich und stand daneben, war ich erschrocken darüber, wie groß 9 Meter sind. Also wenn man vorbeifährt, sieht sie relativ klein aus. Wenn man davor steht, ist es doch ein ganz schönes Stück, was wir da jetzt erstmal abbauen müssen. Während es sich im Gegenverkehr kilometerlang staut, kommt auch der Verkehr in Richtung Hannover nur noch langsam voran. Die rechte Spur ist wegen der Arbeiten an der Stele gesperrt. Auffällig ist auch, dass in dieser Nacht sehr viele Schwertransporte unterwegs sind. Für sie ist es jetzt gar nicht so einfach, die abseits der Fahrbahn liegende Einsatzstelle problemlos zu passieren, denn hier ist es ganz schön eng. Allerdings hat niemand mit den immer wieder auftretenden Schneeschauern in der Nacht gerechnet. Kurzzeitig wird sogar darüber diskutiert, ob die Arbeiten bei diesen Witterungsverhältnissen überhaupt durchgeführt werden können. Der Anfang war ein bisschen holprig, weil in der Verkehrsanordnung drin steht, dass kein schlechtes Wetter sein darf, um die Fahrbahn zu sperren in dem Baustellenbereich. Wir haben heute Abend Schnee, macht das alles nicht unbedingt leichter.
Aber letztendlich nach einigen Telefonaten haben wir uns dazu durchgerungen zu sagen, wir machen es trotzdem, weil jetzt steht alles und jetzt ziehen wir es auch durch. Im Einsatz sind nicht nur das Brammeyer-Team, sondern auch Mitarbeiter der Autobahn GmbH und der Firma ABP. Und auch Dr. Pamela Vogt ist vor Ort. Als Architektin koordiniert sie mit einer Kollegin im Auftrag der Autobahn GmbH jeden Schritt der Maßnahme und hat auch ständig einen besorgten Blick auf das, was mit der Stele passiert. Zu ihrem Job gehört nicht nur die spätere Restaurierung, sondern auch die Planung und Betreuung der Demontage. An der Stele wurde inzwischen das Transportgestell angelegt. Während die Abmessungen der Stele selbst auf den ersten Blick nicht problematisch wirken, könnte sich vor allem das Alter des um 1979 errichteten Denkmals als problematisch erweisen. Das ist eine der letzten, oder ist, glaube ich, somit die letzte, die an Original- oder fast Originalstandort noch steht. Und deswegen ist der Wunsch da, dass diese erhalten bleibt, gesichert wird. Aber sie ist in die Jahre gekommen, sie muss überarbeitet werden. Und aktuell wird dieser Autobahnabschnitt überarbeitet, also auch neu erstellt. Deswegen aktuell stört die Stele, wird deswegen gesichert und dann wird sie wirklich aufgearbeitet, also restauriert. Immer wieder gibt es zwischendurch Verzögerungen beim Abbau der Stele. Gerade geht es darum, dass auch die Kunststoffaußenhaut vor möglichen Beschädigungen geschützt werden muss. Es dauert etwa eine Stunde, bis ein vorbereiteter Schutz endlich angebracht ist. Auf beiden Seiten des Bauwerks. Wie man sieht, ist auch dieser Schritt ohne den Einsatz der vielen Helfer und der beiden Kranwagen nicht möglich. Paulus Brammeyer beobachtet mit Dr. Pamela Vogt den Fortgang der Arbeiten und ist bei diesem Einsatz voll in seinem Element. Dass wir heute hier Fachleute dabei haben, unter anderem auch eine Architektin, die uns hier begleitet, ist für uns natürlich sehr vorteilhaft, weil wir darauf hingewiesen werden, wo wir an gewissen Stellen wie mit diesem Denkmal umgehen können oder auch dürfen oder auch müssen. Und das ist in diesem Fall für uns eine enorme Erleichterung. Und man merkt auch, dass bei jedem, der jetzt momentan hier gerade an diesem Auftrag arbeitet, das Herzblut mitschlägt und dass wir das als alles gut über die Bühne kriegen und dass dieses Denkmal nicht beschädigt wird. Tatsächlich sind es für das gesamte Team gerade geschichtsträchtige Momente, für die sie ihr Bestes geben. Klar hat auch Paulus Brammeyer einen großen Respekt vor dem, was alle in dieser Nacht und bei dieser Kälte leisten. Vor allem die Kranwagenfahrer, von deren Konzentration es abhängt, ob alles reibungslos abläuft. Ja, hier ist es ganz einfach so, wenn ich mit dem Kran nicht relativ behutsam arbeite, dann ist auch sehr schnell wirken dann Kräfte auf das gehobene Teil ein, die dann letztlich dazu führen, dass irgendwie Beschädigungen passieren und das wollen wir natürlich nicht. Naja, das sind Fachleute, die jeden Tag auf dem Kran sitzen und genau wissen, was sie da tun, weil mit Anfänger brauchen wir gerade in diesem Job, den wir heute Abend hier machen wollen, nicht anfangen, da müssen dann Profis letztendlich ran. Nach vielen Stunden geht das Projekt endlich in die entscheidende Phase. Firmenchef Paulus Brammeyer gibt klare Anweisungen, was jetzt wie zu laufen hat. Hier macht sich seine Routine aus Hunderten von Bergungseinsätzen bemerkbar. Vorsichtig wird die Stele angehoben und langsam in eine Seitenlage gebracht, um sie dann letztendlich auf den Tieflader zu verladen. Die Anspannung an der Einsatzstelle ist spürbar, doch als dann das endlich geschafft ist, sind auch Paulus Brammeyer und Marcel Wendt sichtlich erleichtert. Und sie sind nicht die Einzigen, die absolut happy sind, denn glücklich und zufrieden ist auch die Architektin des Projektes. Es hat funktioniert alles, was sich jeder ausgedacht hat. Also die Tragwerksplanerin hat gesagt, wie es halten muss, hat es dann auch mit kontrolliert. Aber die Firma hat dieses Sicherheitsgestell entwickelt. Und dass das so gut funktioniert hat und vor allen Dingen hier auf der Baustelle auch alles zueinander gepasst hat. Es hat ein bisschen gedauert, bis alles so am Platz war, aber es hat alles funktioniert. Toll. Mit Profis arbeiten macht immer wieder Spaß. Die intensive Zusammenarbeit der Firma Brammeyer mit der Firma APB Innovative Blechverarbeitung hat sich einmal mehr bewährt. Mit einem guten Gefühl laufen jetzt die Vorbereitungen für den Abtransport der Stele zur Autobahnmeisterei Börde.
Also jetzt in dem Moment, wo wir es auf den Tieflader abgelegt haben, fällt uns natürlich ein Stein vom Herzen. Es hat alles geklappt, so wie wir es geplant haben. Marcel hat das alles geplant und umgesetzt. Wir haben es jetzt in Arbeit gebracht und abgebaut. Ist für uns beide natürlich ein tolles Gefühl, dass dieser Auftrag so klasse geklappt hat und alle sind zufrieden. Und ja, besser geht's nicht. Kalte Nächte sind für die Mitarbeiter des Havarie- und Bergungsdienstes Brammeyer nichts Ungewöhnliches. Aber an diese Nacht werden sich alle bestimmt noch lange erinnern. Denn wie gesagt, sie war durchaus geschichtsträchtig und hat ganz nebenbei auch noch gezeigt, wie vielfältig und hilfreich der Einsatz von spezieller Lkw-Technik sein kann.